Hi, ich bin die Leo und auf meinem Kanal erfährst du alles über das effiziente Gärtnern zur Selbstversorgung. In diesem Video fangen wir gleich mit den wichtigsten Infos zur Tomatenaussaat im Frühjahr an. Und wenn du ganz bis zum Schluss dran bleibst, dann erfährst du von mir 3 Tipps, wie deine Tomatensamen definitiv ganz sicher keimen werden. Also bleib dran! Also ich muss ehrlich sagen, ich bin eigentlich ein absoluter Neuling, was Selbstversorgung aus dem eigenen Garten betrifft. Aber im 21. Jahrhundert dürfte es doch überhaupt kein Problem mehr sein. Ich habe mir auf jeden Fall vergangenes Jahr extrem viele Informationen reingezogen. Blogs, Facebook-Gruppen, YouTube-Kanäle und. Ich habe sogar einige der Methoden im vergangenen Saison schon im eigenen Garten austesten können. In diesem Video werde ich für euch die Ergebnisse meiner Selbstversuche und der Recherche zur Tomatenaussaat zusammenfassen. Fangen wir mal mit dem vergangenen Jahr 2020 an. Da hat bei mir der Tomatenanbau überhaupt nicht hingehauen. Mir sind die Tomaten nämlich sowohl im Freiland als auch im Gewächshaus zum Urwald geworden. Und im Gewächshaus ist mit dieser Urwald auch noch fast abgefackelt. Also, was da genau los war und warum das überhaupt passiert ist, das müsste ich echt ein eigenes Video drehen. Wollt ihr auch wissen, was da los war? Dann nicht vergessen, meinen Kanal abonnieren und die Glocke drücken. So werdet ihr automatisch von YouTube informiert, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Dieses Jahr werde ich der Empfehlung des Kanals V Огороде Pro folgen. Das ist ein russischsprachiger Kanal, der nämlich empfiehlt, die Tomaten eintriebig zu ziehen, soweit so gut, ist allen bekannt, aber in jedes Pflanzenloch sollen 2 Tomaten eingepflanzt werden, die eben eintriebig gezogen werden. Auf diese Art und Weise kann man zumindest in der Theorie den Ertrag pro Quadratmeter erhöhen, wobei ich zuerst gerne testen würde, wie praktikabel das für mich ist, also an sich diese Anbaumethode. Mir geht es ja primär darum, mit dem geringsten Zeitaufwand, ich unterstreiche, mit dem minimalen Zeitaufwand, weil ich ja nämlich noch berufstätig bin, das Maximum für meine Familie aus dem Garten rauszuholen. Und das alles ohne Chemiekeule oder genmanipulierten, sonst noch was Zeugs da. Also am liebsten wie im Mittelalter, nur mit modernen Methoden und Gerätschaften. So. Welche Tomaten will ich anbauen? Die Frage habe ich mir natürlich schon im November gestellt. Aber erst als ich mich selbst entschieden habe, was ich mit den ganzen Tomaten machen möchte, erst dann konnte ich mir diese Frage beantworten. Lasst uns mal gucken, was ich mir ausgesucht habe. Vielleicht ist ja auch für euch was dabei. Also, was haben wir da? Wir haben eine gelbe birnenförmige, das ist eher so eine kleinwüchsige Tomate bis 150 cm. Dann haben wir noch Cherny Prinz, das ist eine große Tomate mit hohem Fruchtgewicht, also 80 bis 150 Gramm. Das ist eher eine Fleischtomate. Dann haben wir noch eine Cherry-Tomate, Black Cherry. Oh, die hat letztes Jahr so gut geschmeckt. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann hätten wir noch eine Celsior, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, habe bisher noch nie angebaut, weiß nicht, wie das sein wird, aber auf jeden Fall ist es eine Cocktailtomate mit recht niedrigem Fruchtgewicht. Dann haben wir noch eine Ananastomate, die schmeckt wahnsinnig gut, die habe ich letztes Jahr schon angebaut und das Fruchtgewicht, das ist echt der Hammer, das sind solche Teile. Dann haben wir noch eine grüne Tomate, Green Zebra. Habe ich noch nie ausprobiert, habe aber gehört, es soll ziemlich gut schmecken und soll sehr ertragreich sein. Dann haben wir noch eine Tomate, die gestreift ist, Tigerella, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Bis zu 2 Meter hoch wird sie und das Fruchtgewicht beträgt zwischen 70 bis 100 Gramm. Gut, dann kommen wir zu San Marzano, wird überall gelobt, ist auch eine Fleischtomate, ist bestens geeignet, um diese einzulegen, wir werden sehen. Dann haben wir noch eine außergewöhnliche Tomate, Slivovidne, also übersetzt pflaumenartig. Soll bis zu 2 Meter groß werden, ist eine Cocktailtomate und das Fruchtgewicht entspricht einer Cocktailtomate bei 10 Gramm. Dann haben wir noch eine Fülltomate, habe ich noch nie angebaut und wir werden sehen, was daraus wird. Das heißt, sie ist sehr dafür geeignet, um sie zu füllen und im Backofen zuzubereiten. Und die letzten beiden Tomaten. Die mexikanische Honigtomate, das ist jetzt keine Hochleistungssorte, aber auf jeden Fall soll unglaublich süß sein, ist ca. 150 cm groß und ist eine Cherry-Tomate, dementsprechend auch das Fruchtgewicht recht gering. Und wir hätten noch die Schokocherry. Darüber kann ich überhaupt nichts berichten, weil ich sie noch nie angebaut habe und die Samen habe ich von einem Bekannten bekommen. Aber diese Saison werden wir sehen, wie sie sich entwickelt.
Anbauen werde ich sowohl im Freiland als auch im Gewächshaus. Ich habe mir überlegt, das Ganze wie ein Experiment aufziehen zu lassen. Das heißt, spätestens Ende der Saison werden wir wissen, welche dieser 12 Sorten sich mit welcher Methode am einfachsten anbauen lassen und dann auch noch den größten Ertrag bringen. Ich bin auf jeden Fall wahnsinnig gespannt auf das Experiment. Wenn ihr auch wissen wollt, wie das Ganze ausgeht, dann nicht vergessen, meinen Kanal abonnieren und daneben die Glocke drücken. So werdet ihr das nächste Video garantiert nicht verpassen. So, jetzt nochmal im Schnelldurchlauf. Wie und wann habe ich meine Tomaten ausgesät? Als allererstes habe ich mir ein schönes warmes Plätzchen zu Hause gesucht und ich bin tatsächlich auf dem Gästeklo fündig geworden, weil es ein doch recht kleiner Raum ist und da haben wir verhältnismäßig eine größere Heizung einbauen lassen. Und dieser Raum ist absolut perfekt für die Zeit von der Aussaat bis zur Keimung. Danach werden meine Pflanzen umziehen, und zwar in so eine Growbox. Die Growbox muss natürlich mit LED-Beleuchtung kombiniert werden. Das alles ist natürlich absolut unnötig, wenn man etwas später mit der Aussaat beginnt, beispielsweise Anfang März, und eine schöne Südfensterbank hat. Dann bekommen die Pflanzen ausreichend Licht, um einigermaßen gesund zu wachsen und zu gedeihen. Wenn man allerdings, so wie ich, keine geeignete Südfensterbank hat, beziehungsweise etwas eher mit der Ernte rechnen möchte, dann sollte man auf jeden Fall sich Gedanken über die zusätzliche Beleuchtung machen. Um die Aussaat auch ohne Raumheizung warm zu halten, könnte man eigentlich solche Heizmatten verwenden. Diese Heizmatten werde ich auf jeden Fall nächste Saison austesten und einen Kostenvergleich zwischen Raumheizung und Heizmatte erstellen. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann hinterlasst einen Daumen hoch. Wenn ich 1000 davon hier gesammelt habe, werde ich ein neues Video zu diesem Thema basteln und für euch hochladen. Naja, jetzt zum eigentlichen Thema. Tomatenaussaat. Warmes Plätzchen haben wir schon gefunden. Dann habe ich eine spezielle Mischung als Aussaaterde vorbereitet. Das Grundrezept habe ich auf dem YouTube-Kanal Garten Gemüse Cues gefunden. Vielen lieben Dank, Leute. Das war echt hilfreich. Die Vorteile dieser Methode: also einerseits wird die Aussaaterde fast desinfiziert. Sowas wie Krankheitserreger, Unkrautsamen, Schädlinge, das alles wird ja fast gekocht da drin. Und zum anderen, aufgrund der Zusammensetzung, speichert diese Art der Aussaaterde auf jeden Fall wesentlich länger die Feuchtigkeit und wesentlich besser auch. Für dieses Gartenjahr habe ich mir endlich mal solche Aussaatschalen besorgt. Letztes Jahr habe ich nämlich solche Plastikschalen verwendet. Die findet man normalerweise überall im Einzelhandel. Da werden Champignons verpackt, da werden Trauben, Weintrauben verpackt. Es ist auf jeden Fall eine Sparfuchsmethode, aber nicht für mich. Letztes Jahr ist mir nämlich meine Aussaaterde immer wieder da drin mitsamt der Samen verfault. Und das war überhaupt nicht lustig. Also dieses immer wieder Nachsehen und diese Enttäuschung auch. Nee, dieses Jahr mache ich das nicht. Ich weiß, vielleicht hätte ich letztes Jahr statt normale Aussaaterde ausschließlich Kokosfasern verwenden sollen. Gut, die beste Idee kommt immer hinterher. Werde ich dieses Jahr vielleicht auch noch ausprobieren, aber als allererstes werde ich in diesen Aussaatschalen aussehen. Ja, da wäre noch ein Thema, Samenbeschriftungsmethode. Ja, absolutes Randthema, aber hätte ich das letztes Jahr gewusst, hätte ich mir so viel Zeit sparen können. Und zwar, die deutschen Garten-YouTuber empfehlen solche Holzstäbchen, die auch beim Eis am Stiel verwendet werden. Vorteil, sie sind absolut biologisch abbaubar. Das heißt, wenn hier und da mal im Garten was liegen bleibt, überhaupt kein Ding. Ja, der Nachteil, sie überleben bei mir irgendwie maximal 2 Gartensaisons. Die laufen bei mir schwarz an und dann sehe ich gar nichts mehr, obwohl ich, wie empfohlen, mit Bleistift beschriftet habe. Die Russen empfehlen dagegen eine plastikbasierte Methode. Das heißt, sie nehmen einen Joghurtbecher, nach Möglichkeit nicht durchsichtig, schneiden das in solche Streifen auf und beschriften dann mit einem Marker. Vorteil, überlebt diverse Gartensaisons. Nachteil, für Vergessliche ist es, glaube ich, eher nichts, weil irgendwann ist der Garten voll mit Plastik. Ja, was habe ich sonst noch bei meiner Online-Recherche zum Tomatenanbau herausgefunden? Also, erstens, die Tomaten sind Dunkelkeimer. Das bedeutet, dass bei der Aussaat die Samen komplett mit Erde bedeckt werden müssen. Ich streue da einfach meine Aussaaterde fein gesiebt drüber und gut ist eigentlich. Zweitens, Tomaten keimen schneller und zuverlässiger bei einer Temperatur von ca. 20 bis 25 Grad. Aber achtet darauf, dass es sich dabei um die Substrattemperatur handelt. Bestes Beispiel, ich habe oben noch nicht fertig ausgebaut. Das heißt, oben habe ich beim Zimmertemperatur beispielsweise halte ich auf 22 Grad, aber sobald ich die Temperatur direkt an der Fensterbank messe, da bin ich gerade mal bei 17 Grad. Da kommen nur Zwiebeln hin.
Deswegen auch die Ausweichmöglichkeit mit dem Gästeklo, aber immerhin, da kann ich die Temperatur schön ordentlich hochschrauben. Und wie messe ich die Temperatur des Substrats? Dafür verwende ich einfach dieses Oberflächenthermometer, den verlinke ich euch einfach unten. Drittens, die Aussatzschälchen. Die Aussatzschälchen immer feucht halten. Online wird sehr oft empfohlen, mit so einer Sprühflasche zu arbeiten. Das dauerte mir dann irgendwann zu lange und vor allem, wenn man eine ziemlich große Aussaat vor sich hat, dann geht das schön in die Arme. Deswegen habe ich mir so eine Drucksprühflasche besorgt, die verlinke ich euch mal unten. Es funktioniert super und vor allem es ist absolut kein Aufwand im Endeffekt. Das war's schon für heute. Mehr fällt mir aktuell nicht mehr ein zur Tomatenaussaat. Falls euch das Video gefallen hat, falls ihr wirklich Informatives mitnehmen konntet, dann nicht vergessen, Daumen hoch. Das wird mir auf jeden Fall weiterhelfen. Und damit ihr das nächste Video nicht verpasst, auf jeden Fall abonnieren und die Glocke drücken. Bis dann. Tschüss, bleibt grün. Um die Aussaat. Um die Aussaat warm zu halten, also wie warm es ist, verwende ich dann dieses Thermometer.